Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem neuen Event, neuen Patch Notes, einem XP-Event und den Valentine Weapon Box Skinboxen. Im Cash Shop only auf FWC, August 22 bis August 29 ist die uninteressanteste Info wahrscheinlich. Dann XP Boost Event vom 23. August, Freitag 0 Uhr bis 25. August, Sonntag 23:59 Uhr. Gibt es 30% mehr XP auf allen Servern, einschließlich FEC-Server. Und dann haben wir auch schon die Game Version 1.3.13. Hier wurde ein kritischer Bug gefixt, der vor allem im Wilds Dungeon, oder ich glaube fast nur im Wilds Dungeon eigentlich aufgetreten ist. Oder dort war auf jeden Fall am penetrantesten. Und zwar gab es zum Beispiel den Tanuki Protector im Wilds Dungeon, der halt einfach manchmal Damage gemacht hat, bevor der Angriff, also dieser rote Kreis, ja, den kennt man ja von allen Giants, Bossmonstern und so, bevor der quasi vollständig aufgeladen war, hat er einfach schon Damage gemacht, das heißt, du bist tot umgefallen, bevor die Attacke aufgeladen war. Und das war offensichtlich natürlich ein Bug und wurde jetzt wohl behoben. Dann wurde irgendwie ein Client Crash behoben, wenn man Storage Bag oder so löscht, keine Ahnung, oder was auf die Bank legt. Dann gab es einen Frame Rate Decrease, wenn man den Fitting Room geöffnet hat. Der wurde auch behoben. Und manchmal wurde der Casting Speed auf dem Character Window, also Taste H, manchmal nicht richtig angezeigt, sondern war quasi um 1 daneben. Auch das wurde behoben. Dann gibt es noch eine neue Änderung oder eine neue Option, wenn man die Keys runterdrückt, dass man quasi Repeating Key Presses disablen kann. Ist halt etwas, was man situationsbedingt vielleicht braucht. Also ich persönlich wüsste jetzt ehrlich gesagt aus meiner persönlichen Sicht nicht wofür. Aber ja. Added a message when opening a personal shop is not possible because the player is still in combat mode. Finde ich jetzt auch relativ unnötig eigentlich. Ich meine, gut, kannst halt keinen Shop aufmachen, wenn du noch im Kampf bist. Ich wüsste nicht, in welcher Situation man das jemals hat, ehrlich gesagt. Und change the position of Buff Pang in die FWC Arena. Und ja, das war's auch schon. Also eher ein kleiner Patch. Die krasseste Änderung ist wahrscheinlich die hier oben. Ansonsten mehr Kleinigkeiten, von denen wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht betroffen wurden oder waren. Und jetzt eben das neue Event Roll Your Lucky Dice. Geht über einen Monat, 22. August bis 24. September. Hat, glaube ich, gemischte Feedbacks bis jetzt bekommen. Es ist, finde ich, grundsätzlich ein sehr interessantes Konzept, dieses Event, aber es hat wieder ein Makel, wo man sagen kann, warum muss das unbedingt sein? During this event, a special event board will be available on the Event tab, das ist Taste U. All players start from the start line and as you click the dice button, a random dice number will appear and you can move on the board based on the dice number you get. It's basically ein Brettspiel. Each section on the board has different rewards and players can receive the section reward after moving by the dice number. Here is the board detail. Genau, es gibt 3 Sachen, die man machen muss. Steht hier oben schon, aber dazu kommen wir gleich. Ja, ist wie gesagt wie so ein Brettspiel. Du würfelst eine 3, dann kommst du halt auf Activision, kriegst eine Activision, dann bist du auf Activision, das wird quasi gespeichert. Dann würfelst du eine 6, dann gehst du halt weiter auf die Ampli und so weiter und so fort. Und wenn du es einmal durch bist, also für jeden Durchgang, den du erfolgreich abgeschlossen hast, kriegst du zusätzliche Belohnungen. Genau. Und es funktioniert im Uhrzeigersinn. Und die Belohnungen in Blau sind für Spieler über Level 61 oder ab Level 61. Die Belohnungen in Rot oder Orange heißt es hier, na gut, stimmt, ist Orange, ist für Leute zwischen 1 und 60. Genau. To roll the dice, players with level 20 or above can automatically receive a daily quest after login. As you complete a daily quest, you can receive event dice set and the number to roll the dice will be automatically added. The daily quest consists of the following objectives. 30 Monster besiegen, das ist irgendwie total unnötig oder fast schon lächerlich. 3 PK-Chips collecten und 60 Minuten online sein. Ja, welche von den 3 Sachen ist jetzt wahrscheinlich das, was die Leute am ehesten nerven wird? Richtig, es sind die 3 PK-Chips. Das ist ein Event, wo man jetzt gezwungen wird, also literally, um am Event teilzunehmen, wirst du gezwungen, weil es gibt keinen anderen Weg, an PK-Chips zu kommen, außer auf den PK-Channel zu gehen und entweder andere Spieler zu töten und ihre Chips zu klauen oder Monster zu töten, die sie auf Channel 4 droppen. Das heißt, man wird jetzt gezwungen, diesen lächerlich schlechten PK-Modus von Flive zu spielen zu müssen. Was wirklich ein Witz ist, weil der PK-Modus ist einfach absoluter Schrott.
der ganze PK-Channel auf jedem Server gehört eigentlich gelöscht, weil es einfach noch unnötiger Müll ist und kein Schwein nutzt das effektiv. Es ist einfach komplett absolut Garbage. Und jetzt wird man hier leider gezwungen, das Ganze zu machen. Finde ich sehr schade, dass man literally das Schlechteste am ganzen Spiel hier den Leuten aufs Auge drückt mit so einem Event und im Endeffekt damit nochmal allen Leuten klar macht, wie unnötig und schlecht dieses PK-System eigentlich ist. Weiß nicht, ob das der gewünschte Effekt ist hier, den man damit erzielt, aber ich schätze mal, es ist auch ein bisschen damit verbunden, um hier vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Bot-Usern oder so damit ein bisschen auf den Sack zu gehen, weil man auf Channel 4 dann die Bots schnell töten kann, wenn man welchen begegnen sollte. Allerdings sind das halt Bots, die stehen so oft wieder auf, wie du sie umhaust. Also du kannst da 24 Stunden stehen und Bots töten. Wenn du selber keiner bist, werden sie irgendwann gewinnen. Du bist nicht mehr da und sie stehen trotzdem wieder auf. Also wenn das der Gedanke dahinter war, dann wahrscheinlich auch nicht wirklich so sinnvoll. Egal. As you complete a board and return back to the start line, a special reward will be provided. Wie gesagt, für 6 Durchläufe gibt es diese Reward. Ich weiß nicht, was nach dem 7. Durchlauf passiert. Wahrscheinlich einfach kann man noch weiter spielen, aber du kannst keine von diesen Belohnungen mehr bekommen. Ich denke nicht, dass das resettet. Steht jetzt, glaube ich, auch nirgendwo. Genau, wenn man es einmal durchgelaufen hat, kriegt man diese ersten 3 Items alle 5 Mal. Für mich persönlich auch relativ schlecht. Dann Second ist eine Aura, Card Disc und ein Attendance-Ticket. Attendance-Ticket ist gar nicht mal so schlecht. Da kann theoretisch was Gutes bei rauskommen. Smelling Scrollbox zum Beispiel. Aber ist jetzt auch nicht so heftig. Dann das dritte ist tatsächlich relativ stark wiederum. 5 Power Scrolls ist tatsächlich recht krass. Oder was heißt krass, aber es ist auf jeden Fall was. Ja gut, 5 Velocity jetzt für PvE-Spieler nicht unbedingt und 5 Death Upgrade Stones ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Und dieses 4. Completion Gift sind halt 5 Upgrade Stones, 5 Empties, 5 Return Scrolls wie Tidring oder Refresh Hold. Ja, ist auch gut auf jeden Fall. Bei 5 gibt es ein Little Butterflies Brown Set, das ist ein neues Cash-Up-Set. Und ein Tag Party Scroll Combined Party Effects gibt es beim 6. Durchlauf. Also definitiv keine schlechten Belohnungen. Allerdings, um es 6 Mal durchlaufen zu müssen, also ich weiß nicht, was die höchste Zahl ist, die man würfeln kann, also vermutlich mal eine 6. Wenn es ein Würfel ist, wenn es 2 Würfel ist, dann natürlich noch mehr. Aber ich meine, es wird schon eine Weile dauern. Also ja, das 6 Mal durchgelaufen zu haben, das dauert auf jeden Fall einige Tage. Da musst du definitiv oft diese Quest abgeschlossen haben. Und man hat ja auch nur begrenzt Zeit. Also wenn man da zu viele Tage verpasst oder so, dann wird das wahrscheinlich schon ganz schön schwierig. Ja, Reset ist natürlich um 0 Uhr Serverzeit, ist eh klar. Und natürlich ist auch klar, wenn das Event vorbei ist, kann man natürlich seine Dice-Set-Items nicht mehr benutzen. Also man kann nur so lange Belohnungen bekommen, man kann nur so lange seine Würfel rollen hier, wie das Event natürlich auch aktiv ist. Wie gesagt, das ist, ja, denke ich mal, ist natürlich jedem klar. Und ja, also grundsätzlich muss ich sagen, wäre es echt ein cooles Event, wenn das mit diesen PK-Chips nicht wäre. Also ich finde fairerweise gut, PK-Chips, 3 Stück, sag ich mal, geht noch. Das ist jetzt kein Weltuntergang, das kann man machen. Aber wie schon gesagt, dass man hier halt gezwungen wird, auf den PK-Server zu spielen, finde ich halt einfach nur unnötig. Da hätte es sicherlich andere Möglichkeiten gegeben. Keine Ahnung. Also ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Weil, wie gesagt, im Endeffekt zeigt man den Leuten nur, wie unnötig dieses PK-System ist. PK-Chips an sich sind auch ultra useless. Man kann dafür fast nur nutzlose, extrem teure, zeitbegrenzte Belohnungen eintauschen. Also ich weiß wirklich nicht, warum man darauf Aufmerksamkeit schieben will. Weil eigentlich müsste man es nochmal komplett reworken. Sie haben es zwar bereits schon mal komplett gereworkt, aber es ist immer noch sehr unbeliebt. Die meisten Leute meiden diese PK-Channel nach wie vor wie die Pest. Und das wird sich durch dieses Event auch sicherlich nicht ändern. Also natürlich gehen die Leute jetzt vermehrt auf Channel 4 für das Event, schon klar. Aber sobald das Event vorbei ist, werden die Leute sehr wahrscheinlich nicht mehr auf Channel 4 spielen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden. Also, wie gesagt, mir erschließt sich nicht so ganz, was der Sinn dahinter ist, die Leute jetzt auf Channel 4 zu schicken. Und vor allem im Vergleich dazu sind die anderen beiden Sachen halt, also literally 60 Minuten AFK sein, ja gut, das macht jeder jeden Tag. Und Alter, 30 Monster töten, 30. Erinnert ihr euch an das 2024 New Year Event? Da musste man 2024 töten. Also, ja, ein bisschen unverhältnismäßig. Diese 30 Monster töten versus alles andere gefühlt, was man bei allen anderen Events jeweils machen musste. Also keine Ahnung, was das soll. Das hätten sie auch komplett weglassen können, weil um 3 PK-Chips zu kriegen, musst du 1000% mindestens 30 Monster töten. Also dass du 3 PK-Chips droppst in weniger als 30 Monstern, würde ich jetzt mal behaupten, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber ja, das waren die News von heute. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet von dem Event. Also wie gesagt, grundsätzlich finde ich es eine ganz nette Idee, weil es so ein Spiel im Spiel ist. Ich finde solche Minigames, das braucht man in Flive einfach, damit die Events ein bisschen aufgelockert werden. Du hast zwar diese stumpfe Grinden, ich meine, das kriegst du aus dem Spiel nicht raus, weil Flive ist ein stumpfes Grind-Game. Aber dass man zumindest die Events dann irgendwie so ein bisschen besonders macht, dass solche Minispiele einbauen, finde ich eine super Idee.
Nur, wie gesagt, mit PK-Chips gefällt mir überhaupt nicht. Ansonsten eigentlich eine coole Idee. Also wenn sie sowas öfter machen, in anderer Form auch gerne, dann super cool. Und vor allem das Beste hieran ist halt anders als jetzt zum Beispiel bei Schnick, Schnack, Schnuck. Bei Schnick, Schnack, Schnuck bin ich persönlich jetzt auch kein so großer Fan von. Bei Schnick, Schnack, Schnuck kann man halt leer ausgehen. Oder bei vielen anderen Events mit solchen Spielen konnte man bisher in der Vergangenheit immer leer ausgehen. Hier geht man halt nicht leer aus. Klar, wenn du jetzt literally jedes Mal auf Vitaldrink landest, statt auf Ampli oder G-Product oder so. Und ich meine, gut, das ist sowieso wieder kritisch, Vitaldrink und Refresher Hold einzubauen. Blade landet auf Refresher Hold, schmeißt er weg. Mage landet auf Vitaldrink, schmeißt er weg. Gut. Das ist aber eigentlich fast die einzige Ausnahme, wo das so ist. Ansonsten muss man wirklich sagen, sind das wirklich eigentlich Items, wo man mit leben kann, wenn man die bekommt. Und ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall mal was anderes. Und ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Schaut im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.